Hi, ich bin Exocron, willkommen auf meinem Kanal und zu TheInvincible. Wir spielen hier die Steam Next Fest Demo 2023. Das ist ja so ein Ereignis, wo die ganzen Spielehersteller Steam motiviert. Gabe Newell tut wahrscheinlich jedem eine Waffe auf die Brust setzen und sagen, ey, entweder du gibst eine Demo von deinem Spiel, was du in naher Zukunft rausbringst, oder du bist raus. Oder irgendwo in Beton eingegossen, in den Fluss geworfen oder sonst irgendwas. Also so ähnlich kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Nein, die ganzen Hersteller tun gerne wahrscheinlich auf Steam eine Demo präsentieren zu ihrem nächsten Projekt, was rauskommen wird auf Steam als vollwertiger Titel. Und dazu gehört auch TheInvincible. TheInvincible basiert auf den Büchern von Stanislaw Lem. Der ist leider 2006 verstorben und das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, war das 1951 zum ersten Mal erschienene Die Astronauten. Oder auch bei uns früher bekannt auch der Planet des Todes. Aber der Originaltitel ist sowieso Die Astronauten, also passt das schon. Ich würde sagen, heutzutage sind die Bücher ein wenig schwierig, also Science Fiction, eigentlich vom Feinsten, aber dadurch, dass die Bücher im Ostblock entstanden sind, könnte man sagen, und vor sehr langer Zeit hauptsächlich, sind sie schwierig zu lesen und wahrscheinlich der neueren Generation veraltet. Aber ich kann es jedem empfehlen, sie sind wirklich sehr gut gemacht, nur halt mit so einem Touch oder Flair der Sowjetunion. Der Schriftsteller stammt aus Polen und somit kann man nicht sagen, es ist irgendwie russisch oder es ist ähnliches. Also in Russland gibt es ja sehr viele sehr gute Science-Fiction-Autoren. Also ich sage nur Metro 2033 und auch viele andere. Aber ich hoffe, einfach mal das Buch irgendwo in der Bibliothek ausleihen, kaufen bei Amazon, sonst irgendwas und einmal mal ein Buch durchlesen. Und Die Astronauten ist ein sehr gutes Buch. Es geht darum, um eine Zivilisation von der Venus und wir als Menschen, die dorthin wollen. Sehr interessant. Einfach mal durchlesen, eigenes Bild machen. So, wir spielen jetzt die Demo. Sie hat deutsche Untertitel, englischen Text, also englisch gesprochenes Wort. Und wir gehen auch sofort rein. Und wir sind auf dem Mars. Hinter mir sollte nicht viel erscheinen. Notfalls nehme ich mich aus dem Bild, also keine Sorge. Willkommen zur Demo von TheInvincible. Der Abschnitt, den du spielen wirst, ist nicht der Anfang des Spiels, sondern findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Protagonisten haben bereits einiges durchgemacht, aber wir wollen dir auch nicht das Spielerlebnis verderben, indem wir zu viel erklären. Auf der nächsten Seite haben wir eine kurze Einführung zu der sich abspielenden Szene vorbereitet. Bitte aber beachte zwei Dinge. Erstens kann das Spiel dieses Abschnitts trotzdem die Reaktion auf frühere Spielabschnitte beeinflussen. Vorsicht, Spoilerwarnung. Und zweitens solltest du bedenken, dass der aktuelle Stand des Spiels noch nicht das Endprodukt ist. Wir arbeiten noch hart daran, die Qualität und Leistung zu verbessern. Und nun? Daran denken, das Spiel kann auch Bugs enthalten. Die sind so vorgesehen, weil es ja noch in der Entwicklung ist. Es ist noch nicht das fertige Spiel. Und so sieht das Spiel oder das Spielbild hinter mir aus. Isana hat Informationen über den Konvoi gefunden, der von der Feldbasis der Allianz geschickt wurde. Eine feindliche Fraktion im Wettlauf durch die Galaxie. Trotzdem muss sie unbedingt andere Menschen finden, auch wenn sie sich dabei um politische Feinde handelt. Yasna durchquert den Ausgrabungsbereich und bewegt sich in Richtung der Schlucht, um dem Konvoi zu folgen. Sie kommt dem Konvoi immer näher und muss sich auf das Treffen mit der Allianz vorbereiten, indem sie sich mit ihrem Astrogator abspricht. Er ist der Kommandant ihrer Einheit. Schon zu Beginn des Spiels begleitet er Yasnas Taten von einem Raumschiff, das den Planeten umkreist, auf dem sich die gesamte Geschichte abspielt. Regis III. Also im Orbit sozusagen ist der Commander, Captain. Plane deine Route zum Konvoi. Sowas mag ich. Also, dass wir schon sozusagen einen Helm aufhaben, also ein immersiveres Spielgefühl. Und jeder kennt wahrscheinlich Astronautenhelme. Und es ist ja nicht so, dass das direkt wie eine Brille auf einen draufklatscht, sondern man kann schon in gewisser Weise den Kopf hin und her bewegen und sieht das Innere. Sehr schön gemacht. Und die waren früher auch mit so einer Art Leder ausgekleistert, ausgefüllt. Und links den Comlink. Wir sind Zielort des Konvois. Und wir sind hier. Der Weg des Konvois. Oh, drüber hovern, Konvoiweg. Hier sieht es auch, genau. War wahrscheinlich rum. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't.
I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Nebenfahrt. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Yasna. Ich nehme den Weg zum Konvoi. Gut. All right then. I'm going. Wir haben jetzt... Ich glaube, wir haben jetzt den Hauptweg gewählt. Also nicht wundern, dass es jetzt auch mal ein bisschen ruckelt oder so ähnliches. Das ist eine unfertige Demo. Also das Spiel ist in einem sehr fortgeschrittenen Zustand. Hier unten rechts wurde angezeigt, ich sollte die Maustaste drücken. Emmet 2001. Echt hübsch gemacht. Erinnert stark auch an Fallout. Und einfach losfahren. Jetzt hier einfach. Gucken wir mal, ob wir hier den Berg hochkommen. Ich glaube, ich kann nicht mehr aussteigen. Oh, guck mal auf den Arm. Oximeter, also Luft, Sauerstoff. Und Pulsometer. Pulsometer. Oh, PP. Ui. Da bin ich gerade raus. Und wir haben eine Drehung gemacht, oder? Das ist doof. Kann ich hier nicht einfach aussteigen? Doch, ich kann einfach aussteigen. Cool. Oh. Der Reifen macht... Ja, das, was auch die Reifen in Star Citizen bei den Fahrzeugen machen, eigentlich exakt das gleiche. Wiggle, wiggle. Wir laufen jetzt mal hier kurz hoch und gucken, wie es dann aussieht. Kann ich jetzt einfach... Also den Straightforward-Weg, das wäre ja easy. Ich bin gespannt, man kann dann hoffentlich von oben auf die Basis gucken. Aber echt hübsch gemacht. Oben am Rand steht ja dran: This demo does not represent the final quality. Also repräsentiert nicht die finale Qualität des Spiels. Oh, jetzt wird's eng. Wir stecken fest. Nein, es geht weit. Strahlungsniveau ist gestiegen. Es wird interessant. Okay, das ist das Radiation Meter. The radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Strahlung sind keine Menschen. Ich möchte andere finden. Seeing people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. They may be my only chance. And not only mine. After all, Koval needs our help. Yes, fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. Auf M haben wir unser Logbuch. Ja, also wir sind jetzt hier und könnten theoretisch wahrscheinlich
I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Cool, das heißt, wir haben einen völlig alternativen Weg gefunden, weil normalerweise sollte es ja hier entlang gehen. Ich hoffe, man sieht das. Also wir sind von hier gekommen. Hier steht der Rover. Wir sind hier hochgelaufen, da, bla, und dann sollte es hier runtergehen. Wir haben hier aber nochmal einen dritten Weg gefunden. Das finde ich sehr schön. Der sieht fast aus wie ein Laserschuss oder sowas, nicht? Da ist es ja auch oval. Yasna, you alright? Yes, I am. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. Irgendwie erinnert mich das an... War das dieser Sing? Also am Polarkreis? Wo auch wirklich die anderen Viecher von dem Monster aufgegessen werden. Oder die anderen Stationen, Arktisstationen. Und dann ist es ja auf einmal in dem einen Hund drin. Was ist ein Hund? Und so ähnlich ist es ja hier auch. So, okay, da wären wir wahrscheinlich dann hergekommen. Genau, das ist der Durchgang. Wir haben einen Tracker. Nee. Warte, hier ist einer. Oh no. Astrogator. They're dead. Hoffmann. So you found someone. Ich ahnte schon, dass es enden würde. Ich hatte nicht erwartet, das hier zu finden. I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place, not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Ja, also es scheint auch ein bisschen Körperteile verloren zu haben. Das sieht auch aus wie gelasert eigentlich. Ist ja auch sauber durchgeschnitten. Nochmal an das dunkle Loch. Oh, another hole. Great. I'm not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Maybe take a look around first. Frage, sollen wir unser Fahrzeug zurückholen? Da ist ja auch noch der zweite Kontakt. Da ist noch einer. Wer ist es denn? Niemke. Okay, also 2 haben wir gefunden. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. I won't get anything out of the other antimat. It's completely busted. To put it mildly. Also über M können wir die Karte oder über Tab aufrufen. Das ist auch cool. Das heißt, wir haben 3 und 4 haben wir gefunden. Warte, da ist eine Rekorderabdeckung. Okay, okay. I'm getting into the antimat's recorder. What do we have here? They were preparing for departure. Geniale Bilder.
convoy's heading somewhere. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. Was habe ich gesagt? How subtle. Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. Huh. Shame. The transport's leaving. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. Are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. One of the antimatters fired straight into the tunnel. And? What happened next? Also wir können auch... Oh, wir könnten das Gespräch überspringen. Also links steht ja dann Space halten. Oder wir können auch nochmal zurück. Das ist ein cooles System. Ich habe auch Angst. Danke, aber das ist nicht nötig. Ich kann auf mich aufpassen. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'll be fine. There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what it was aiming for? Ich mal kurz aus dem Bild. Aber echt interessante Technik. Panic. Everyone's trying to escape. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Solche Waffen sollten verboten werden. Diese Mission wird besser und besser. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Kann eine Maschine solche Gesten verstehen? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? Oh fuck.
Alles okay. Sie hat ein Foto von mir gemacht. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational. And it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. Ich sehe ihn mir an. Keine Einwände. Wie kommt's? So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Überprüfe den Ort hinter dem Tunnel. Tagebuch aktualisiert. Also sonst ist hier nicht viel in dem Tagebuch. Man kann hier auch nicht irgendwie die Seite hin und her wenden. Aber wir haben hier wenigstens, dass das immer aktualisiert wird. Das finde ich schon echt cool. Was ich schade finde, ist, dass man nicht irgendwie wischen kann. Weil wir sind jetzt außerhalb des Radius, da wo eigentlich das Fahrzeug stehen würde. Aber okay, das Fahrzeug haben wir jetzt eh zurückgelassen. Wir wären wahrscheinlich hier nicht durchgekommen mit dem Fahrzeug. Okay, der Tracker, der zeigt dann an einen von uns. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something still active. Take your time, Yasna. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. You are in the perfect room. I'll get back to you once I reach the end. Understood. It's an Arctan. Coming at me. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too... My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. No. I'm better now. Also der Tracker, der findet auch die Roboter. Alle Büsche. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Ja, also wir gehen jetzt erstmal, lassen den Roboter mal hier seine Runden drehen. Können mit Shift auch laufen, aber dann wird ihr Atem noch schwerer. Ich würde mich ja gerne hinsetzen oder sowas. There's nothing here I haven't seen before. Just a lot of metal bushes. Same as the ones near our camp. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. The box is filled with containers, which I'm pretty sure are filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Ja, also waren wir schon mal in die richtige Richtung. Wir können den Roboter eh nicht überwältigen im Moment. Oder ihm auch irgendetwas machen, zufügen. Schon mal irgendetwas voraus. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface.
which is Mit more Scharfstellen. Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Okay, also wir sollen näher gucken. Hier liegt erstmal ein Typ. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. Batke. Ja, Batke haben wir gefunden. Wird er wenigstens in seinen Tornister reinguckt. Oh, interessant. Die Textur von seinem Namen liegt nicht auf dem Helm. Oh. Gar nicht mitbekommen. Ich hinterlasse Spuren. I'm checking. Give me a sec. perfect. Suche die Büsche mit einem Detektor ab. Unterirdische Verbindungen. Everything matches. There's metal all around. And the Metallbüsche. bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? Busche sollen aus Metall leben. We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Ja, da hat sie recht. You abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. Robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Okay, wir folgen dem Arktan. Er ist ja hier in den Tunnel. Da vorne ist I er. found the robot. It hasn't gone far. Good. Please forward. Laufen ein bisschen komisch. Klingt nach Stöckelschuhen. Wir gehen wieder zurück. Aber das stimmt schon. Das, was für uns auf der Erde gilt, gilt ja noch. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. Oh, The robot. no. Gilt nicht The im antimatter. Weltall. Need to act fast. Move, Yasna. Fast. No. Yasna? Are you alive? Yes. It destroyed the robot. What are you doing now? Oh, no.
für deine Unterstützung. Die Sonde wird diesmal nicht helfen. Bitte kümmere dich um Kowal. It's over. The probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept it. What? Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. And I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit kann dir auch nicht verzeihen. Hey, ich verzeihe dir. Wer auch immer Marit ist. Aber wir sind ja nicht am Anfang des Spiels. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. Kann mich... So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. Okay, also ich kann mich nicht mehr drehen. Das ist irgendwie verbuggt gerade. Ich kann mich nur immer so in 90 Grad hin und her schleifen lassen. Außer ich benutze T, den Tracker. Dann kann ich mich ganz normal drehen. Interessant. Aber ist ja okay, passt. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first anti-map told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Also da vorne stand eben an der Tür ein Roboter, wo wir das erste Mal durchgeguckt haben. Actually, it's right in front of me. Zwei Punkte. Ich kann nicht reinspringen oder ähnliches. Da liegt ein Toter. Da sitzt ein Toter. Irgendwie hoch. Okay, was ist es denn jetzt gewesen? SMU 88. Ah, okay. Vehikel. Rechtsklick können wir übrigens zoomen in dem Ding. Auch interessant. Einzige was ist... Oh, jetzt hat's geladen. Ah, immer wenn wir das erste Mal das Ding öffnen, ist es total blurry. Oh, das sieht ja interessant aus. Base.
Das ist ja cool. Oh, wir haben hinter uns den einen, dann haben wir 3 vor uns. Okay, warte, wir machen mal an. Da ist der Datenrekorder. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're... Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here, over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor, these tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Anscheinend fliegen sie. Apparently it's flying. Like a swarm Vorne of seht ihr auch schon ein bisschen was. flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Das ist das Teil, was wir in dem Ladescreen gesehen haben. Shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first, I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Please continue. I have nothing more. I was counting on your assessment now. What can I say? We know that prolonged exposure to electromagnetic fields may have negative effects on human health. We're talking weeks, maybe months. Those values were extreme. Please take that into account. In such cases, we should talk about severe brain dysfunctions. How severe? The vital organs stop working. So, death with no apparent cause of death. Oh, goodness. That's right. This could explain what happened to our dear Merritt. And to the convoy's crew. Or some of them, at least. Damn. It could also explain Koval and Krauter's stupor. How? Another known effect of the EM field is memory loss. In extreme cases, complete erasure of memories. Irreversible. The human organism continues to function normally. But the human being, such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew?
Vielleicht theoretisch? Ja, ich möchte glauben, dass es möglich ist. Eher theoretisch. I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Wir sollen den Behälter jetzt mit den Fliegen finden, der ist ja wahrscheinlich vor uns. Aber ihr habt gesehen, links ist dann während des Gesprächs eine Meldung, eine Sprechblase aufgetaucht, wo wir theoretisch eben ins Wort wahrscheinlich fallen könnten, wie wir das schon mal gemacht haben. Und dann wird das Gespräch auch ein bisschen sich anpassend verändern. Also theoretisch ist das wie ein interaktives Buch. Stanislaw Lem Buch. Wir können jetzt hier noch weiter drehen. Also das Radar ist dann irgendwann von alleine ausgegangen. Die Klappe haben wir aufgemacht, da ist nicht viel passiert. Okay. Wir können uns immer noch nicht drehen. Außer wir holen den Tracker raus. Cool. Was sagt denn unser Buch hier? Was haben wir denn gefunden? Obrov ATR 12. Aber was ist mit dem Typen im Auto, in dem Fahrzeug dort? Da ist ja, wir haben einen gesehen, der ist ja dort drin. Genau der da. Ah, jetzt hat es aufgeploppt. Okay, das war irgendwas mit D. Nee, Sokolny. Okay. Gut, wir gehen weiter. Vorne ist irgendwie so eine Kuppel, also irgendwie sowas wie ein Schutzschild. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Mal einen Toten gefunden. Hat das irgendwie... Okay, erstmal gehen wir in das Ding rein. Und da vorne ist ja noch eins. Cool gemacht. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. Also oben hat es irgendetwas zerfressen. Sieht aus wie Rost. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. Ich würde es gern hören, auch eine absurde Idee, aber ich habe eine Spur. You go ahead, sir.
As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Mehr und mehr. Ich bin... Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Also in dem Fahrzeug da hinten, der Typ in dem Raum mit den Buschen, das war ja wieder so ein Roboter. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. There are powerful emitters in the center. Similar to those on Energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Aber da müssten ja Überlebende hier sein. Ah, okay. Wir laufen jetzt einmal rum. Da hinten war nämlich ein Zugang. Aber echt interessantes, ja, System, Technologie und so weiter. Ah, also das heißt, sobald wir etwas in der Hand haben, würden wir uns drehen. Okay, laufen wir rum. Bis da ist unser Osterhas. Das werden wahrscheinlich die Vehikel, die letzten zwei sein. Der Schild, oder? Der Schildgenerator nicht. Und wir haben noch 4 Leute zu finden. Und 2 Bots. Okay. Mal vorbeidrücken hier. Durch die Lücken.
Ja, es sind noch Kleinigkeiten, die angepasst werden müssen, aber so macht das Spiel einen sehr interessanten Eindruck. Müssten wir eigentlich unterm Schild durchkommen. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Okay, dann sind wir jetzt im Kraftfeld. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. At first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? Ich will das selber raus. Das ist ein guter Plan. All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Wo ist die Sonde? Ah, die Sonde, die fliegt um mich herum. The probe's still with you. Yeah, it's here. Jetzt will ich mal über die Hügelkuppe gucken. Okay. Gut, dann gehen wir mal in den Generatorraum, Fahrzeug rein. Eine sehr interessante Technologie. Warte, da wird noch mehr was angezeigt. 2 Punkte. Oh, da. Da ist ein roter. Aber das ist nur der eine Punkt. Wo ist der zweite? Vor allem, die hatten hier den Schutzschild und trotzdem sind sie tot. Die Sonde. Die ist da. Ah, okay, dann ist die Sonde der zweite Punkt. Das ist der Tote. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Wie kriegen wir das jetzt ausgeschaltet? The field is no longer a problem. Meaning? Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. Bin ich da lang? Haben wir jetzt eigentlich alle gefunden? Nee, Lindor und Merwa. Okay. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Also ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl, als ob der Typ da hier aus Alien 2, dass wir unbedingt eine Probe mitnehmen sollen.
All good. Wir haben hier eine Drohne. Will this Ersatzreifen. really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Vielleicht lasse ich die Fliegen zurück. Ja, auf geht's. What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. Vielleicht sollte man erstmal die Cargo We sichern. might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical Kannst du es flies. wissen? Vielleicht hast du recht. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. Klingt doch so, oder? First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Ich habe ein Glas voll Dreck. Wow. Ja, wow. I must admit, Kennt ihr das aus der Schule mit den Metallstückchen, die man magnetisiert hat? Die dann wunderschöne Muster und sowas bilden What konnten? have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. What? WTF? If you know how large a group of these flies could be, and I can tell you, Yes, yes, I know. I can see it from fucking orbit. Wow. Danke, dass du die Demo gespielt hast. Jetzt Wishlisten. Nicht schlecht. Soll dieses Jahr rauskommen? Ja, nee, gibt noch kein endgültiges Datum. Soll auf jeden Fall für Microsoft Xbox, PlayStation 5 und den PC erscheinen. Und basiert auf den Roman Der Unbesiegbare aus dem Jahr 1964. Ja. Und Stanislaw Lem. Also falls ihr schon bei euch ein bisschen einstimmen wollt, lest gerne das Buch durch. Das ist ja schon mal genau die richtige. Aber der Astronaut ist auch sehr, sehr interessant. War ein sehr interessantes Spiel, muss ich echt zugeben. Die Menschen lesen ja immer weniger, vor allem immer die Jüngeren. Und wenn man das interaktiv verpacken kann, why not? Solange es Spaß macht. Und das war jetzt wirklich schon immersiv. CZ, Tschechisch. Ja, in letzter Zeit habe ich echt gute tschechische Spiele gespielt. Also Hrot war als Retro-Shooter unheimlich gut. Und der hat noch irgendetwas Tschechisches. Wie auch immer. Wir haben jetzt eine Stunde TheInvincible gespielt. Hat Spaß gemacht. Mir jedenfalls. Ich hoffe auch euch beim Zuschauen und ein bisschen kennenlernen, was das für ein Spiel ist. Und ich freue mich auf das fertige Produkt. Gerne ein Like da lassen. Abo des Kanals. Und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Exocron. TheInvincible. Interessantes Spiel. Beenden.